Da der Krieg in der Ukraine kein Ende zu finden scheint, hat mich interessiert, wie mit Deserteuren umgegangen wird. Erstmal natürlich bei den beiden Kriegsparteien Russland und Ukraine und dann aber auch in Europa, speziell in Deutschland und in den USA. In Europa gibt es keine Todesstrafe mehr für Deserteure. Allerdings ist das unerlaubte Entfernen von der Truppe mit der Absicht, nicht zurückzukehren, in allen EU-Ländern eine Straftat. Hier hören die Gemeinsamkeiten aber auch wieder auf, denn jedes EU-Land hat sein eigenes Militärstrafrecht. Die meisten Länder verhängen eine Freiheitsstrafe von 2, 5 oder 10 Jahren. Nur in Italien und Großbritannien droht eine lebenslange Haftstrafe. Die Todesstrafe wurde in allen EU-Ländern entweder ausgesetzt, wie in Italien, oder komplett abgeschafft. Das gilt auch für Deutschland, was im Dritten Reich leider komplett anders war. Hier gab es ca. 30.000 Todesurteile gegen Deserteure. Deserteure wurden häufig gegen Ende des Krieges auch wieder an die Front geschickt, dann zumeist in besonders gefährliche Abschnitte, wo es wahrscheinlich war, dass sie während des Krieges getötet wurden. Deswegen wurden auch nicht alle Todesurteile vollstreckt. Auch nach dem Krieg galten Deserteure als Verräter. Sie und ihre Familien hatten einen ähnlich schlechten Ruf wie die Angehörigen der Widerstandskämpfer des 20. Juli. Erst 2002 wurden die Urteile der NS-Gerichte gegen Deserteure aufgehoben und die Betroffenen als Opfer des NS-Regimes anerkannt. Heutzutage genießen Kriegsdienstverweigerer sogar Schutz, denn seit 1987 ist das Recht, den Kriegsdienst zu verweigern, als ein internationales Menschenrecht anerkannt. Allerdings gibt es immer noch Staaten, die dieses Recht nicht anerkennen oder einschränken. In Aserbaidschan, Nordkorea, Singapur, der Türkei, Turkmenistan und in Belarus gibt es keine Möglichkeit, den Kriegsdienst zu verweigern. In Israel wird außer bei wehrpflichtigen Frauen Kriegsdienstverweigerung als Befehlsverweigerung oder Fahnenflucht bestraft. Auch behalten sich viele Länder der Europäischen Union vor, das Recht, den Kriegsdienst zu verweigern, in Kriegszeiten einzuschränken. Unter bestimmten Umständen können Kriegsdienstverweigerer und Deserteure Schutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 beantragen, nämlich dann, wenn sie sich weigern, an militärischen Aktionen teilzunehmen, die gegen das Völkerrecht verstoßen, wie zum Beispiel das Massaker von Butscha in der Ukraine. Dies wird jedoch in Deutschland und in anderen Ländern restriktiv gehandhabt. Nicht nur der Einsatzbefehl muss für politisches Asyl nachgewiesen werden, sondern auch die Aufforderung zu völkerrechtswidrigen Handlungen. Und es muss ein Antrag des Deserteurs auf Kriegsdienstverweigerung im eigenen Land vorliegen. Sicherlich Bedingungen, die in einem Krieg nur sehr schwer erfüllt werden können. Weder im internationalen Recht noch in der Europäischen Union besteht Einigkeit, wie man mit Kriegsdienstverweigerern umgehen soll. So wurden von den über 3.000 russischen Männern im wehrfähigen Alter, die zwischen 2022 und 2023 in Deutschland Asyl beantragt haben, nur 92 als politische Flüchtlinge anerkannt. Nicht nur in Russland, auch in der Ukraine ist es nahezu unmöglich, den Kriegsdienst zu verweigern. Denn seit Beginn des Krieges im Februar 2022 gilt ein Ausreiseverbot für wehrfähige Männer. Wer sich dort weigert, im Krieg zu kämpfen, muss mit Gefängnisstrafen rechnen. Seit Kriegsbeginn wurden ca. 46.000 Verfahren wegen Desertion oder unerlaubten Entfernen von der Truppe eingeleitet. Die Deserteure werden häufig für mehrere Jahre inhaftiert oder an die Front geschickt. In den USA gelten ähnlich restriktive Gesetze. Hier drohen Deserteuren mindestens 5 Jahre Gefängnis. Natürlich werden sie unehrenhaft aus der Armee entlassen und können zu Zwangsarbeit in Gefängnissen herangezogen werden. Während des Vietnam- und Irakkrieges flohen viele Deserteure nach Kanada, konnten aber auch nach diesen Kriegen nicht so einfach zurückkehren, weil ihnen strafrechtliche Verfolgung drohte. Eine Amnestie wurde lange verweigert. Ähnlich ist es in Russland, nur dass hier die Haftstrafen deutlich länger ausfallen. Hier können Deserteure bis zu 13 Jahre Haft bekommen. Die Todesstrafe wird aber nicht mehr verhängt. Sie ist in Russland offiziell ausgesetzt. Das heißt, sie könnte auch jederzeit wieder in Kraft gesetzt werden. Ähnlich wie in den USA werden Deserteure unehrenhaft aus der Armee entlassen und können zu Zwangsarbeit herangezogen werden. Wie ist eure Meinung zu Deserteuren? Findet ihr es richtig, dass Kriegsdienstverweigerung zu den Menschenrechten zählt? Und was sagt ihr zur Gesetzeslage in Russland und der Ukraine? Ich bin zwiegespalten. Einerseits verstehe ich, dass man nicht in einem Krieg als Soldat oder Soldatin sterben will, aber andererseits brauchen wir auch Menschen, die bereit sind, ihr Heimatland zu verteidigen, wenn es angegriffen wird.